schwierig. Schwierige Entscheidung. Ich bin froh, dass hier keine Timer laufen. Ich verstehe, dass sie gerade Zeit für sich braucht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat sie vielleicht auch niemanden, mit dem sie über das reden kann, was gerade in ihr vorgeht. Weil sie immer das perfekte Mädchen sein muss bei allen. Und gerade bei uns muss es hier offenbar ja nicht sein. Deswegen das in Ruhe lassen. Ich habe Angst mit ihnen zur Rede stellen, dass sie vielleicht dann blockt, weil wir zu offensiv sind oder sonst irgendwas. Aber das mit ihm in Ruhe lassen ist quasi, als wäre es uns egal. Und das ist es einfach nicht. Das heißt, es wäre mir am liebsten, wenn ich jetzt X drücke und Chloe einfach statt mit der Brechstange durch die Tür vielleicht einfach erstmal behutsam versucht. Ich weiß aber nicht, was passieren wird, aber ich muss zur Rede stellen, hört sich halt auch böse an. Vorsichtig nachfragen oder fragen, ob alles in Ordnung ist. Irgendwie sowas. Zur Rede stellen ist zu harsch, aber ich muss es einfach tun. Ich kann sie nicht in Ruhe lassen. Denn offenbar gibt es etwas, was sie beschäftigt. I've heard that actors are moody, but wow, Rachel. I'm not moody. I just need some space. Is that all right with you? Okay. Actually, no. I thought we were having a great day together. Why are you acting like this all of a sudden? I'm not acting like anything. I just want to be left alone right now. Chloe ist eigentlich Chloe ist die Erste, die es verstehen sollte. Ich bin hin und her gerissen. Ich könnte sagen, ich verstehe es nicht, weil sie bis jetzt einen tollen Tag hatten, aber ich verstehe es schon. Weil es ganz klar irgendwas gibt, was wir nicht wissen. Und Chloe trägt so viele Koffer mit sich rum. Die hat selber so viele Issues, wie sie so schön heißt, die sie nicht mit anderen teilt und deswegen auch halt sehr oft pampig und distanziert ist und auch ihren Raum, ihren Platz braucht. Yeah, I get it. I know I'm not the easiest person to be around. I don't exactly have tons of experience with the whole friendship thing. Not everything revolves around you, Chloe. Ja. I didn't say it did. I'm just saying I understand. No, you really don't. Fuck! Okay, I still have no idea what's going on with Rachel, but apparently she gets smashy when she's angry. I can work with that. Score. Okay, das ist eine super Idee. Ich möchte nur mal ganz kurz sagen, ich hasse es. Ich hasse es zutiefst. Wenn man bei Spielen die Wahl hat, sich für etwas zu entscheiden, aber aus dem, was da steht, überhaupt nicht klar wird, was man damit eigentlich sagt. Zum Beispiel mit "ich verstehe es" wird plötzlich was ganz anderes, als wir eigentlich damit sagen wollen. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe es. Nein, wenn ich A sage, aber plötzlich ein X dabei rauskommt. Das hasse ich bei jedem Spiel, wenn da nicht genau steht, was dann unsere Antwort ist. Sondern nur und plötzlich was ganz anderes gemeint ist. Das ist so, soll ich springen? Und du antwortest nein, nein, jag dir lieber eine Klinge in den Hals. Das wolltest du damit nicht sagen. Okay, egal. Komm hier, wir geben ihr auf jeden Fall den Schläger. Here, if you really want to smash something, this should do the trick. Gott sei Dank. Mach es. Manchmal hilft. I asked you to leave me alone. Are you kidding me? I know you're the school princess and all, with the DA daddy and the perfect grades and all the perfect little Victoria chases kissing your perfect ass, but seriously? Fuck you. Great. I'm leaving. See you around, Chloe. You can't leave! Watch me. Rachel, wait! Don't go!
Why not? Because I don't want to ruin this the way I ruin everything else in my life. And what is this exactly? Oh Mann, die Entscheidungen. Hör doch auf, Spiel. Lass mich das nicht entscheiden. Lass Chloe das. Ich will das nicht entscheiden. Es ist eine Freundschaft. Ich war immer Team Wax. Ich darf jetzt sagen, das ist etwas Bedeutenderes. So. I mean, fuck. Are you actually going to make me say it? Say what? Exactly. You know, like a friendship. But more. Ah. I know. Weird, right? It's just today was the best day I've had since my dad died. And when I almost ruined it just now, the way I ruin everything, it made me realize whatever's going on between us is special. Come on, say something. Chloe, you know what? Forget it. This was really stupid. I mean, you're Rachel Amber, and I'm Chloe Price. It's not that. It's just hard right now. And I can't talk about it. Why not? Because I can't. I know it isn't fair, but it's how it is. Goodbye, Chloe. Fuck this place. You know she's fake, yet you can't take your eyes off her. Who else do I know who fits that description? Fuck off, Rachel. I've never understood your hard-on for cameras, Max. You took a million pictures of us, and not one of them showed that you were gonna leave when I needed you most. Fuck cameras. If you want to rip a family apart from the inside, it's important to bring the proper tools. Fuck you, David. Dad.
ist noch das Blut unten auf dem Boden. Oh nein, oh nein, oh nein. Ach, Chloe. I just called to tell you that I miss you, my old friend. Why are you crying, sweetheart? Because you're not real. I'm not. What is going on? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, die arme Chloe. Die Weinflasche. Schaufensterpuppe. I guess I did that? Kiddo, look on the bright side, would ya? What bright side? You made a new friend today. I don't feel drunk. Gotta say, that was some fight. A lover's quarrel, you might say? She nearly took your head off. What do you care? Sorry, sweetheart. I guess I'm getting into your personal business. What's past is prologue and shit. Sometimes people need you, though. Even when they don't admit it. Rachel!
Sehr viele Krähen in diesem Spiel. Auch schon als die beiden im Zug saßen und gefahren sind, war da auch schon eine Krähe. Und hier unten rechts ist auch eine. Die Krähe scheint wohl der neue Schmetterling zu sein. Aber man soll ihr nicht trauen. You came. I'm glad. Hey. I couldn't let the day end with whatever this afternoon was. Chloe, I want to talk to you about something, but I don't know how to talk about this. You don't have to tell me anything you don't want to. You remember that guy that we saw under this tree with that woman? The ones who were making out? That was my dad. Oh. All right. Also doch. And that woman was definitely not my mom. Oh. The worst part is, I'm not surprised. I felt like my dad's been lying about something for a while. I didn't know what it was. So when I saw he got a text from an unknown number asking him to meet, I thought I could catch him or something. I'm so sorry, Rachel. I don't know what to say. Neither do I. Chloe, I love my dad. I love him. And I never want to see his fucking face again. When my dad died, I was so mad at him. For months, I felt wrong because half the time I thought of him, I wanted to scream. And the other half, I forgot. Forgot that anything had changed. It's silly, but I've carried this photo around with me for years. It's from Mount Hood. My dad took me hiking there when I was 10, and it started raining, and I fell and broke my arm 3 miles from the car. I remember screaming like I was gonna die, but my dad, he carried me down the mountain. I still remember the smell of his coat, and how calm he was, and the sound of his voice, and Fuck. Das Spiel hat mich jetzt so weit, dass ich Option B wählen will, weil ich Angst habe. Naja, sagen wir mal so, Chloe ist nicht unbedingt eine Diplomatin, haben wir vorhin gelernt. Ich weiß nicht genau. Fuck it, ich folge einfach trotzdem meinem Bauchgefühl. Mein Bauchgefühl sind X und B. Nein, was mache ich? Ja, trotzdem. Immerhin hat sie sich, vorhin wollte sie Freiraum, jetzt hat sie sich uns aber geöffnet. Und sie ist froh, dass wir da sind. Also sollten wir vielleicht das Risiko doch noch einmal eingehen. Okay. he was just so strong, you know? I felt safe. You trusted him.
completely. Here. Chloe, I owe you an apology. Hey, we were both kind of the queen of shitty. No, I mean it. Whatever's going on between us, it's intense and new and awesome, and you had the courage to tell me that you feel it too. And I treated you like shit. Courage? I don't know if I'd call it that. More like blind desperation. And maybe a slight buzz from that wine. I just want you to know I'm lucky that you were with me today. You're a badass, Chloe Price. What? Remember that biker asshole who wouldn't let you into the mill? You talked your way right past him. You saw that? And those skeevy douchebags who followed you upstairs? You dropped that one guy with a bottle to the face. Only because you showed up at the last minute, and... What about Drew? When he was picking on Nathan? You got right in his face and called him out. That was pretty sweet, actually. See? You're the real thing, Chloe. I don't know anyone like you. Plus, you came along with me, no questions asked. Well, I don't really need a good reason to ditch school. I guess tomorrow there'll be hell to pay. My mom might skip grounding and just go straight to the death penalty. And my dad will definitely punish me with... Sie liebt ihn, aber sie hasst ihn. Deswegen kann ich nicht sagen, scheiß auf ihn. Er ist ihr größter Held und gleichzeitig der größte Haufen Scheiße. Aber es steht mir nicht zu sagen, scheiß auf ihn. I'm so sorry, Rachel. Fuck him. Sie What da. I wouldn't give to leave this place and never look back. What's stopping us? Us? Are you serious? There's nothing keeping me here. Not anymore. So, if I came to you tomorrow and told you to pack your bags... I'm serious. Let's do it, Chloe. Let's leave this place forever. Okay. Can I borrow your lighter? Thank you. Waldbrand. Come on.
aber die Frau. Tja, und das war Episode 1. Erwache, liebes Herz. Also awake. Das Erste, was ich sagen möchte, ist, ganz ehrlich, in Arcadia Bay leben ist einfach ein Todesurteil. Egal was. Ob jetzt vor ein paar Jahren, ob jetzt, ob in 3 Jahren. In Arcadia Bay leben ist ein absolutes Todesurteil. Solltest du momentan in Arcadia Bay leben, pack deine Koffer und renn. Ja, ansonsten, das mit dem Waldbrand haben wir von Anfang an vermutet. Das haben wir von Anfang an vermutet. Ich wusste nur nicht genau, wie es dazu kam. Und als sie das Feuerzeug wollte, um das Foto zu verbrennen, es war einfach so klar. Mit dem Vater, dass es ihr Vater war, also Rachels Vater, ich wünschte, ich hätte Unrecht gehabt. Ich wünschte, ich hätte Unrecht gehabt. Aber man hat es halt deutlich gemerkt, dass sofort irgendwas nicht stimmte. Sie war sofort raus aus der Nummer. Und dann auf dem Schrottplatz dachte ich, ich hab's komplett versaut. Production Babies, August und Amelia. We've been honored to continue this amazing work you started in Arcadia Bay. Also ich muss sagen, Deck 9 hat wirklich die Arbeit von Don't Not super aufgegriffen. Hier ist nochmal Don't Not. Super aufgegriffen. Don't Not arbeiten gerade an Life is Strange 2 und Deck 9 hat Life is Strange Before the Storm jetzt durchgezogen, Episode 1 zumindest. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist anders als Life is Strange 1. Ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, dass wir nach Life is Strange, weil wir haben das komplette Life is Strange schon gesehen. Da hatte ich ein bisschen Angst bei Before the Storm, gerade am Anfang. Es zog sich ein bisschen zu Anfang und wurde mal so ein bisschen erzählt und plätscherte so und lalala. Und wir wussten, viele Sachen wussten wir ja auch schon. Und da habe ich so ein bisschen gedacht, ob die da vielleicht, ob die schaffen, an den ersten Teil anzuschließen. Und dann wurde mir selber bewusst, dass Chapter 1 bei Life is Strange 1 ja auch noch relativ übersichtlich war. Gut, es fing schnell an, krass zu werden mit der Zeit-Zurückspule-Geschichte. Aber ich dachte, ich warte Kapitel 1 nochmal ab und man wurde nicht enttäuscht. Es ist natürlich es ist jetzt nicht so epochal und lalala, durch den Waldbrand vielleicht schon ein bisschen, aber es ist natürlich immer ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Katharina, liebe Grüße. Life is Strange ist immer so in die Fields. Es ist vielleicht nicht unbedingt Herr der Ringe-Niveau oder sonst irgendwas, aber es ist halt immer, es ist sehr persönlich, es ist sehr nah, es ist vor allen Dingen auch für viele von uns, glaube ich, in vielen Dingen nachvollziehbar. So, für mich ist es nicht unbedingt nachvollziehbar mit mir persönlich, wenn der Gandalf gerade in eine Schlucht stürzt, weil ich selber davon überhaupt nicht im Leben betroffen bin, selten zumindest. Das ist so. Ich muss auch niemals nach Moria runter. Aber diese Spiele sind halt auf einem man kann sich sehr gut mit sehr vielen Situationen identifizieren. Und das ging mir auch so und ich bin gar kein Teenager-Mädchen. Aber trotzdem, ich kann sehr vieles sehr gut nachvollziehen. Und ärgere mich im Nachhinein über einige Entscheidungen auf dem Schrottplatz, aber ich glaube, die hätten einfach gar nichts geändert. Ich ärgere mich, dass ich ihr da keinen Platz gelassen habe und dass Chloe da so mit der Brechzange rein ist. Das hätte ich vielleicht ahnen sollen. Aber ich glaube, es hätte einfach nichts geändert. Ja, jetzt will ich aber wissen, wie es weitergeht. Du doofes Spiel. Ich hasse Episodengames. Ich liebe Episodengames, weil man immer was hat, auf das man sich freut. Und man zieht es nicht sofort durch. Weißt du, was ich meine? Wenn du es durchziehst, sofort. Ne? Also zum Beispiel hier, Episode 1 kommt raus, du ziehst es durch und dann ist da nichts mehr. Das ist so... Ja... Also du hast ein gutes Spiel, das du durchziehst und dann ist es aber vorbei und du willst aber mehr und da ist aber nicht mehr. Das ist wie mit der leckeren Schokolade, was ich immer sage. Aber bei Episodenspielen ist es so, du hast Episode 1 raus und du musst jetzt auf Episode 2 warten. Aber du weißt, so schmerzhaft es ist, du weißt, da kommt noch was. Das ist das Schöne daran. Ja, ansonsten
Chloe, wussten wir ja, ist ein zerstörter Charakter, sagen wir mal so, was aber nichts heißt. So innerlich zerbrochen zu sein, heißt eigentlich nur, dass man im Lauf der Jahre automatisch lernt, mit sich selbst Puzzle zu spielen, sich selbst wieder zusammenzusetzen und daran zu wachsen. Und wenn du dieses Puzzle dann zusammengesetzt hast, dann klebst du die Teile. Du klebst die Teile nicht mit Leim, sondern mit Panzerband. Das heißt, aus jeder Niederlage, aus jedem Rückschlag, aus jedem Schicksalsschlag, und das fällt einem so schwer zu sehen in dem Moment, wenn es gerade so weit ist, wenn man gerade zerbrochen ist, dann sieht man das nicht. Aber aus jedem Schicksalsschlag, aus jedem Rückschlag geht man immer gestärkt hervor. Das heißt, Chloe ist eine unglaublich starke Persönlichkeit, obwohl sie das jetzt zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wissen kann. Obwohl sie jetzt momentan, ja, wie soll ich sagen, ja, sie wirkt nicht mal schwach, aber sie denkt halt, sie wäre schwach und alles wäre sinnlos und so weiter und so fort. Aber sie ist auf jeden Fall eine sehr viel stärkere Persönlichkeit als, sagen wir mal, zum Beispiel Max. Ich will Max jetzt nicht schlecht reden, weil sie sich nicht meldet oder sonst irgendwas. Viele hassen Max jetzt und es geht mir nicht unähnlich. Ich finde das furchtbar. Aber andererseits, wir kennen die Hintergründe nicht. Vielleicht erfahren wir die auch noch und sagen dann, oh nein, wie konnte ich so falsch liegen? Wir sind sehr schnell dabei zu urteilen. Genauso wie bei Nathan. Nathan ist ein dreckiges Arschloch, aber es gibt immer ein Warum dahinter. Man ist immer sehr schnell bei der Hand mit Urteilen, aber das Ding ist einfach, du steckst nicht in den Schuhen der anderen Person. Du weißt nicht, warum sie gerade so reagiert. Warum sie gerade so ist, warum sie gerade Freiraum braucht oder warum sie plötzlich aggressiver wirkt als sonst oder schneller böse ist oder angespannt ist. Ich weiß es gar nicht. Es gibt immer Gründe. Und die können wir nicht immer wissen. Wir wissen ja, was mit Rachel passiert. Ich hoffe wirklich nur, dass wir auch noch herausfinden, wie es mit Chloe später weitergeht und dass das nichts Dramatisches ist. Ich würde es der Chloe wirklich so gönnen, nach all diesen Rückschlägen, nach all dem Fallen gelassen werden, nach all dem Alleinsein. Oh, es ist so furchtbar. Ich würde ihr wirklich wünschen, oder ich würde uns wirklich wünschen, dass wir später einfach mit Chloe noch ein Happy End erleben irgendwann. Vielleicht sogar als Mutter. Das soll nicht heißen, dass Kinderkriegen das Endziel ist. Das wollte ich damit nicht ausdrücken, aber damit meine ich eigentlich, ich will einfach nur, dass Chloe irgendwann angekommen ist. Das würde ich ihr wirklich wünschen. Und ich bin ganz ehrlich, das würde ich jedem von uns wünschen. Endlich ankommen. Aber manchmal dauert es eben noch ein bisschen. Und die Geduld muss man aufbringen. Und manchmal geht es schneller, als man denkt. Vor allen Dingen, wenn man gar nicht mehr damit rechnet, vielleicht schon. Aber was man sich bewusst machen muss, ist, dass die Musik plötzlich weg war. Du hast angegriffen, erwacht, du hast angegriffen, du warst nett zu Joyce, 63%. Du hast Nathan verteidigt, 88%, damit habe ich nicht gerechnet. Das finde ich gut. Wow, du hast Rachel gesagt, dass ihr mehr als nur Freunde seid. Nicht so viele Entscheidungen hier aber, ne? Das sind jetzt nicht so viele Entscheidungen. Du hast angegriffen, Alter, ich bin so Mainstream, ich sehe gerade, ich bin total Mainstream. Ja, sorry, jetzt bin ich abgesagt. Ich bin Mainstream, sorry. Aber jetzt droppen die Views, das ist vorbei jetzt einfach mit mir. Schade. Ich habe den Traum geträumt. Ich habe das Leben gelebt. Jetzt geht alles nur noch downhill und dann kann ich mich auf dem Schrottplatz begraben lassen. Schade. Ja, das war Life is Strange Episode 1. Shit. No one steals from me. I want my fucking money.
Ich glaube, das war Frank. Ich bin mir nicht sicher. Episode 2, schöne neue Welt, demnächst verfügbar. Spiele im Sammlermodus und stelle deine Graffiti-Sammlung fertig. Das soll ich vielleicht noch machen. Aber das mache ich dann für mich. Wenn ihr die Graffitis sehen wollt, kauft euch das Spiel und spielt es selbst. Denn nur so stellen wir sicher, wenn wir solche Spiele kaufen, nur so stellen wir sicher, dass wir noch weitere dieser Spiele zu sehen bekommen. Das wäre großartig. Wenn es dir gefällt, bitte hol es dir. Das wäre schön. Dann wäre die Welt ein besserer Ort. Ja, das war also Episode 1. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in Episode 2. Schöne neue Welt. Ich hoffe, es dauert nicht mehr so lange. Ich will wissen, wie es weitergeht. Verdammt nochmal. Wenn wir den Waldbrand und guck mal hier, da fahren die irgendwo hin. Wohin fahren die denn da? Fliehen die wirklich aus Arcadia Bay? Denn wir wissen ja, Chloe kommt wieder zurück oder ist dann wieder da, beziehungsweise beide kommen wieder zurück. Denn dann passieren noch andere Dinge. Ich weiß aber nicht, ob wir die in dieser Episodensammlung erfahren werden. Schauen wir mal. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis bald in schöner neue Welt. Übrigens auch ein großartiges Buch.